Vergesst Handysucht, vergesst die Vogelgrippe, den Rinderwahn und das Zombie-Virus. Eine viel verheerendere Krankheit breitet sich unter uns allen aus und bedroht die Menschheit. Das Fan-Virus. Fan oder FAN steht für fanatische Anhänger Neuromanie und befällt die Verarbeitung von Sinneseindrücken im Gehirn. Immer mehr Leute werden damit diagnostiziert und der Infektionsweg ist teuflisch einfach: Videos. Dass durch Videos Viren übertragen werden können, ist schon lange bekannt, doch nicht immer ist die Bedrohung sofort erkennbar. Unterschätzt werden vor allem Musikvideos und Clips aus Serien und Filmen, aber am allermeisten, und mit diesem Infektionsweg wollen wir uns heute beschäftigen, Videos beliebter YouTuber. Sie sind die Infizierer und ihre Popularität bestimmt auch den Schweregrad der Krankheit. Die ersten Symptome sind glücklicherweise leicht zu erkennen und beginnen mit einer selektiven Form des Gedächtnisverlustes. Die Infizierten können sich plötzlich nicht mehr an ihren Nachnamen erinnern und nehmen den des krankheitauslösenden Prominenten an. Zugleich kommt es zu unkontrollierter Dopaminausschüttung und die Patienten glauben, sie wären in ihren Infizierer verliebt. Manche halten sich sogar selbst für diese Person und ersetzen ihr eigenes Vorschaubild in sozialen Netzwerken durch deren Gesicht. Je länger die Infektion besteht, desto mehr entgleiten die Patienten in ihre Wahnwelt. Das Sprachzentrum wird in Mitleidenschaft gezogen und es kommt zur Ausbildung eigener Sprache wie Magst du Bratwurst? Mumbeln jetzt! Walnüsse! oder Schinken! eigenständiges Handeln wird durch automatisierte Rituale ersetzt, wie dem sogenannten Liken und Teilen, bis hin zum Erstellen eigener Videos, in denen Patienten den Stil ihres Infizierers nachahmen, Produkte aus dessen Videos kaufen, bedeutungslose Lebensmittel kultifizieren oder spontan bei Worten wie Pimmel anfangen zu kichern. Habt ihr jetzt gerade gelacht, solltet ihr sofort euren Arzt konsultieren. Es besteht dringender Infektionsverdacht. Treffen FAN-Erkrankte auf andere Infizierte, zum Beispiel bei Events oder Autogrammstunden, kommt es zur Schwarmbildung. Genau wie Zugvögel oder Fische nehmen sie dabei komplexe Formationen ein. Diese dienen der Fortbewegung durch überfüllte Messehallen. Weit verbreitet sind neben der klassischen V-Formation auch die Bildung von Schlangen sowie die Stampede. Ist der Infizierer anwesend, kommt es unweigerlich zur Eizellen- oder Pac-Man-Formation, bei der der Infizierer von seinem Schwarm geschluckt wird. Häufig begleitet wird dies von sogenannten Sonareruptionen, die von Außenstehenden als Kreischen wahrgenommen und oft mit Paarungsrufen verwechselt werden. Doch Achtung! Umarmung oder direkte Kommunikation mit dem Infizierer können bei Fans zu einer Überdosis führen. Der Körper reagiert mit Kollaps und Totalausfall des Sprachzentrums. Dieses bringt nur noch stammelnde Gutturallaute hervor. Hier hilft nur noch die sofortige Behandlung durch den Infizierer mit Selfies oder Autogrammen. Letztere vorzugsweise auf Karten, Kleidungsstücken oder in besonders schweren Fällen direkt appliziert auf Arme, Beine oder sekundäre Geschlechtsmerkmale, um Schlimmeres zu verhindern. Ebenso Vorsicht vor den sogenannten Fanshops. Diese parasitären Nutznießer verkaufen angebliche Heilmittel, um die Krankheit zu lindern. Häufig stecken sie jedoch mit den Infizierern unter einer Decke und verstärken die Symptome sogar. Das Endstadium der Krankheit ist die sogenannte Stalking-Phase, bei der Infizierte eine Art Ganztagesbetreuung für ihren Infizierer übernehmen, ihn beim Einkaufen unterstützen, vor seiner Wohnung campieren und ihm an jeden Ort der Welt hinterherreisen. Zum Glück sind die schweren Verläufe nicht die Regel. Oft heilt FAN wie eine Grippe nach einiger Zeit von selbst ab oder wird zu einer harmlosen, chronischen Form zurückgebildet. Wenn du das Fan-Virus hast, hilf mit, ein weiteres Ausbreiten der Epidemie zu verhindern. Schreib in die Kommentare, welcher Star dich infiziert hat. Poste ein Selfie auf Instagram mit dem Hashtag Fanvirus. Schütz dich! Schon einfache Hilfsmittel wirken sicher vor einer Ansteckung. Und wenn du magst, lass ein Abo da und hilf mit, dieses Aufklärungsvideo zu verteilen. Jetzt kannst du dir hier noch ein Video anschauen, in dem du erfährst, was YouTube ist oder worum es beim Wumbeln geht. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.